Hallo meine Lieben und willkommen in meinem Atelier. Ich habe mir hier meine Farben schon mal auf so eine Farbpalette aufgetragen und ich möchte mit euch mit frischer Energie in den Frühling starten. Deswegen habe ich jetzt hier ein bisschen Motivation für euch. Das Bild habe ich erstmal mit Wasser ein bisschen eingesprüht, damit die Farben leichter über die Leinwand gleiten. Und dann habe ich verschiedene Braun- und Violetttöne zusammengemischt. Das ist hier ein gebranntes Umbra zusammen mit einem schönen Violett. Beziehungsweise habe ich ja sogar 2 Violetttöne verwendet. Übrigens, falls ihr wissen wollt, welche Farben ich genau benutzt habe, dann schaut gerne mal in die Videobeschreibung, da liste ich immer alles auf. Also das hier ist jetzt zum Beispiel dieses etwas kühlere Violett und dann habe ich halt noch eine Farbe mit dabei, die mehr so in diese Weinrichtung geht, wo ein bisschen mehr Rotanteil drin ist. Und das zusammen mit dem gebrannten Umbra ergibt auch so richtig schöne, tiefe Violetttöne, die aber gleichzeitig auch warm sind. Und in dem Bild wollte ich halt beides. Ich wollte Wärme und auch ein bisschen Kühle haben. Und dadurch, dass die Leinwand so ein bisschen nass ist, verteilt sich das auch richtig schön und gibt dann so einen transparenten Effekt. Ich benutze hier übrigens einfach einen Synthetikpinsel. Das ist irgendwie so die Methode, mit der ich am liebsten meine Farben auftrage, gerade so am Anfang. Dann habe ich mir so einen breiteren Pinsel genommen und bin da einfach nochmal über die großen Flächen drüber gegangen, damit sich das da so schön verteilt. Und außerdem sieht man dann diese leichten Pinselstriche, was ich irgendwie auch ganz schön fand. Ich wollte halt diesmal wirklich so einen leuchtenden Effekt kreieren und dazu braucht man natürlich auch richtig schön pigmentierte Farben und die kann man dann auch problemlos mal ein bisschen mit Wasser vermischen, das ist da nicht so schlimm. Man sollte nur halt nicht zu viel nehmen. Ich bin ja immer nicht so der Typ dafür, die Farben zu sehr mit Wasser zu vermischen, aber um diesen Glow zu bekommen, ist das manchmal auch ganz hübsch, habe ich festgestellt. Ich habe das da jetzt auch so ein bisschen runterlaufen lassen, um mal zu gucken, was dann so draus entsteht. Und um diese Bürstenstriche noch mal ein bisschen abzumildern, bin ich auch noch mal mit so einem kleinen Schwämmchen reingegangen, habe die Farbe da so ein bisschen hin und her geschoben. Ich habe dann hier noch so einen Pinsel, mit dem ich die Farben gerne verblende. Das sieht eigentlich fast aus wie so ein Kosmetikpinsel, aber funktioniert auch genauso gut für die Leinwände. Also man kann alles zweckentfremden. Ich finde solche Bilder immer ganz schön, wenn es strukturierte Flächen, aber auch eine große freie Fläche gibt. Ich finde, das lässt das Ganze nochmal so aufatmen und betont auch nochmal diese etwas konzentrierteren Bereiche. Und deswegen ist der untere Bereich jetzt eher dunkel und auch so zu den Rändern hin. Und dann gibt es halt diesen großen freien Bereich, wo ich dann noch verschiedene helle Farbtöne mit einbringen möchte. Und da fange ich jetzt einfach an, indem ich diese Beige-Farbtöne mit einbringe und auch so ein bisschen Gelb, weil Gelb ist ja auch die Komplementärfarbe von Violett und deswegen sieht das halt immer ganz schön zusammen aus. Es unterstreicht natürlich auch nochmal dieses Wolkenartige, was ich ja damit auch erreichen möchte. Also dieses träumerische, wie so Amethystwolken oder so. Also das war irgendwie so meine Inspiration für dieses Bild. Und es sollte natürlich auch dann später wieder Gold mit rein. Das seht ihr dann ja auch. Ein Wort, was mir zu diesem Bild auch eingefallen ist, ist magical. Also so richtig schön mystisch, verträumt, so ein bisschen Fantasy-mäßig, wie so eine Wolkenlandschaft, die einfach so total harmonisch ist und wo das Gold so glitzert. Total kitschig, aber so bin ich nun mal.
Diese ganzen hellen Farbtöne geben dem Bild natürlich auch ein bisschen mehr Luftigkeit und das finde ich halt total schön in Verbindung mit diesem Lila. Ja, da kann man sich einfach drin verlieren. Das ist total beruhigend. Hier ist es natürlich auch ganz wichtig, dass man die Farbe zwischendurch etwas abstreift, damit es dann nicht zu schlammig aussieht, also damit die Farben nicht zu sehr ineinander gehen. Das soll sich ja einfach nur so ein bisschen verblenden und deswegen habe ich hier auch immer mein Küchentuch parat. Ja, ich kreiere hier jetzt einfach so ein paar Schattierungen und verblende alles sehr gut miteinander, damit das eben so wolkenartig aussieht, wie ich ja schon gesagt habe. Hier rechts musste ich noch mal ein bisschen von diesem Weinrot nachlegen und hier wollte ich den Farbton auch noch mal ein bisschen intensiver. Es sollte ja auch nicht zu blass aussehen, also das Lila soll ja schon auch präsent sein. Deswegen bin ich da einfach noch mal reingegangen und das Schöne ist ja bei Acrylfarbe, dass man einfach immer wieder drüber schichten kann. Und das macht eigentlich im Grunde gar nichts. Und ich mache das auch meistens so, wenn ich dann schon dabei bin, dass ich einfach die Ränder nochmal eben mit bemale, beziehungsweise die Seiten von der Leinwand. Und da achte ich natürlich drauf, dass die Farbe, die oben drauf ist, quasi einmal komplett rumgeht. Mein Malmesser darf natürlich auch bei diesem Gemälde nicht fehlen. Da habe ich mir einfach die Flächen noch mal so ein bisschen mit geglättet und auch dieses leicht elfenbeinfarbene wollte ich noch mal ein bisschen besser verteilen. Dann kann man einfach mit dem Malmesser die Farbe runternehmen und woanders wieder raufsetzen, dass das wie so leichte Sprenkel dann ergibt. Das trägt auch noch mal zu diesem Glow bei, zu diesem Glanz, von dem ich ja schon gesprochen hatte. Und auch so ein paar Goldtöne wollte ich noch mal ein bisschen besser mit drin haben, weil sie sich dann ja auch später mit dem Blattmetall ganz schön verbinden bzw. damit harmonieren. Deswegen musste da auch noch mal was zusammengemischt werden. Ein bisschen mehr von diesem tiefen Violett ist auch noch mal mit dazugekommen, weil ich halt wirklich dieses ganze Farbspektrum von dem Amethysten da mit drin haben wollte. Also es sollten sowohl halt diese warmen Violetttöne drin sein, als auch so ein paar kühle, um halt ja dieses leuchtende Violett einfach darzustellen. Ich liebe diese Farbe total. Das habe ich dann auch noch mal abwechselnd mit meinem Malmesser und meinem Verteilerpinsel beziehungsweise mit meinem Blenderpinsel aufgetragen, damit ich das da so richtig schön einarbeiten kann. Das Bild habe ich jetzt im Anschluss erstmal durchtrocknen lassen. Das dauert meistens so 6 Stunden oder so, je nachdem, wie dick man halt die Farbe aufgetragen hat.
Und das ist jetzt schon der nächste Tag. Hier habe ich meine Schnellanlegemixturen bzw. meine Anlegemilch für mein Blattmetall. Und die sprenkle ich mir jetzt erstmal so ein bisschen über die Leinwand mit dem Pinsel. Und dann verteile ich sie hier auch nochmal mit dem Mahlmesser, damit man da so ein paar unebene Strukturen hat. Dafür würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man die sich vorher so ein bisschen ausgießt auf so eine gerade Fläche. Ich habe jetzt hier einfach so ein Stück Leinwand genommen und nehme mir das dann halt da immer so runter. Und damit nicht so viele Lücken zwischendurch entstehen, habe ich nochmal ein bisschen mit dem Pinsel nachgearbeitet. Das Ganze muss jetzt ungefähr 25 Minuten antrocknen, dann ist die richtige Klebkraft erreicht und dann kann man auch schon das goldene Blattmetall anlegen. Was ich da genau verwendet habe, steht wie immer in der Videobeschreibung, genauso wie meine Farben, die ich verwendet habe. Ich mache das immer so, dass ich das so ein bisschen abreiße und manchmal dran drücke, je nachdem, wie intensiv golden die Stelle sein soll, die ich jetzt gerade bearbeite. Und meistens kann man die losen Goldpartikel dann einfach nochmal so ein bisschen mit einarbeiten. Das geht immer sehr gut, auch mit diesem Rundpinsel. Ich werde das Blattmetall übrigens später auch nochmal versiegeln mit so einem speziellen Firnis. Den hatte ich nur jetzt zum Zeitpunkt der Videoaufnahme leider gerade nicht da, deswegen habe ich das jetzt nicht mitgefilmt. Aber ich würde euch empfehlen bei Blattgold-Imitat, dass ihr da auf jeden Fall nochmal ein Firnis drüber macht, einfach damit das nicht über die Zeit dann sich verfärbt. Und jetzt sauge ich einfach nur noch mal kurz über die Leinwand drüber. Ich kann mit dem Pinsel auch sehr gut die losen Partikel anlösen und dann einfach wegsaugen. Wichtig ist hier natürlich so ein Bürstenaufsatz, damit es nicht zu sehr verkratzt. Und das ist das fertige Gemälde. Wie gesagt, es kommt noch ein Firnis oben drauf. Das werde ich dann im Anschluss noch machen, sobald der bei mir angekommen ist. Der ist noch unterwegs. Und ja, ist es nicht traumhaft, diese ganzen verschiedenen Amethyst-Farbtöne? Also, wenn ihr es mal einmal vergleicht, dann sind doch da ganz viele Farbtöne mit in dem Bild drin. Das Bild ist inzwischen auch in meinem Shop erhältlich. Wie gesagt, das ist alles in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich freue mich über jeden Daumen nach oben und über jedes Abo und ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Bis bald!